Und ich bin gerade so ein bisschen verwirrt. Ich suche hier und finde gar nichts. Ich habe da ein Talent für. Das war der Jugendstab, da waren wir gerade zu Hause. Gucken wir hier nochmal. Das sind die Scouts. Da waren doch eben noch mehr drin, als jetzt hier stehen. Ist das denn... Da gab es eben nur noch viele mehr. Viel, viel mehr. Alter, ein 72er. Gut, das spielt bei Middleborough. Für 5 Millionen von Aston Villa gekommen. Ich glaube, der ist nichts für unseren Verein. Den können wir mal dezent aus dem Bericht entfernen. Der Kollege gehört zu Birmingham City. Und ist verliehen an Cheltenham Town. Ich glaube, das können wir uns abschminken, dass wir über dieses Ding was finden. Aber was ist denn hier? Ich habe doch hier 1000 Leute. Guckt euch das doch mal an hier. Der wird gescoutet, der wird gescoutet. Wieso tauchen die nicht in der Scouting-Liste auf? Warum finde ich die nur in Scout-Berichten? Weil die noch nicht fertig gescoutet sind? Kann das sein? Boah, ich blick dieses Scouting-System nicht. Ich dachte, wenn ich auf die Scouting-Liste, auch hier oben auf die Liste gehe, sehe ich alles, was die Scouts machen. Tue ich aber scheinbar nicht. So. Trainings. Aber ich glaube, wir ändern mal ein bisschen was. Unser Turner, der hat sich ganz gut verbessert und soll sich bitte auch weiter in Stellungsspiel, Abschluss und Schusskraft verbessern. ZM, Übersicht und langer Pass, Henley. Ja, wir wollen schon den, aber das hier müsste eigentlich auch mal steigern, weil Abschluss 32 ist für ein ZM auch nicht so die Welt. Der muss ja vielleicht auch mal irgendwie was anderes machen. So, Übersicht ist sowieso immer wichtig. Defensive ist er ganz schlecht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was machen wir nur mit dem? So, hier können wir uns ja alles angucken. Abfangen ist er ganz mies. Also als Defensiver gehört er nicht rein. Also Abschluss ist er auch ganz mies. Also was kann der überhaupt? Der kann nicht verteidigen, der kann keine Tore schießen. Henley, was machen wir mit dir? Wir müssen Abschluss steigern. Ich würde sagen, Stellungsspiel und Abschluss ist wichtig. Kann er das mal trainieren? Gucken wir bei dem hier auch nochmal rein, beim Barkheuzen. Was hat der denn so für schlechte Werte? Flanken sieht nicht gut aus, lange Pässe sieht nicht gut aus, Volleys sieht nicht gut aus. Gut, dass er kein defensiver Spieler ist und deshalb keine Manndeckung kann, das haben wir schon festgestellt. Zweikämpfe ist er auch nicht so der Held. Ja, macht ja aber nicht unbedingt jetzt was. Wo finden wir das? Flanken und lange Pässe. Ballkontrolle, Dribbling, Beweglichkeit. Das ist hier nirgends drin. Abschluss, Fernschüsse. Volleys.
Boah, Leute, ich kämpfe echt. Ich kämpfe. Und das, obwohl ich sogar privat spiele und deshalb mich eigentlich immer besser zurechtfinde hier, kämpfe ich hier gerade bös. El Rondo. Übersicht, ein Kurzpassspiel. Definitiv eine Schwäche von ihm, wo wir mal dran arbeiten sollten. So, was haben wir bei ihm hier? Wo hat er denn schwache Werte? Das sieht alles ziemlich stabil aus. Fernschüsse, Abschluss. Fernschüsse, Abschluss. Stellungsspiel, Abschluss. So, und jetzt zu unserem Liebling hier, zum Tormann, den wir aufbauen. Der hat massive Schwierigkeiten bei Beweglichkeit. Das braucht er ja alles nicht. So, was hat er denn die ganze Zeit trainiert, unser Torwart? Wir haben den trainieren lassen, glaube ich, auf dem hier, ne? Flugparaden, Reflex, Stellungsspiel. Das ist das gleiche Training. Dann kriegt er jetzt mal das Training, dass er noch ein bisschen hier in Fangsicherheit sich steigern kann und bei Abstiegen. So, und dann sollen die das mal alles trainieren. Dann gucken wir mal, ob sie das ein bisschen weiterbringt. Ja. Da hat es doch bei einigen schon ganz gut funktioniert. Unser RM hat ein bisschen Übersicht gewonnen zum Beispiel. Wir machen mal weiter. Die Transferphase, die endet auch bald, ja. Also, wo sind die ganzen Spieler, die ich gescoutet habe? Da haben wir einmal den hier, den können wir uns, glaube ich, nicht leisten, weil Wert zu hoch. Dann haben wir den hier. Da wissen wir kein Potenzial, aber den leisten könnten wir uns. Aber ist er eine Verstärkung? 54er linker Mittelfeldspieler? Nicht wirklich. Alex Jones, 59er RM, hingegen sehe ich als Verstärkung. Der ist nämlich stärker als der, den wir haben. Und ist ein anderer Spielertyp. Ist aber genau wie der gut im Abschluss, Kopfballpräzision, Schusskraft, Ballkontrolle, Dribbling, Stellungsspiel, Reaktion, Sprintgeschwindigkeit hat er, Sprungkraft hat er. Also eigentlich ein vielversprechender Spieler. Der ist verliehen an die und kommt von Birmingham City. Setzen wir mal auf Wunschliste. Das wir nicht aus den Augen verlieren. Tja, der Kollege hier kommt wahrscheinlich auch aus einem Club, können wir es nicht leisten, ja. Alles über 60 sieht mau aus bei uns. Ich weiß nicht so wirklich, was ich da mit denen anfangen soll. Ich mache das hier mal alles weg. Ist eine Mailflut, echt, ey. Wenn du mal ein paar Spieler scouten willst.
Können wir einfach auch zusammenfassen, ne? So, Vertragsangebot mit Berater geprüft und wir akzeptieren die Konditionen. Vertragsdauer 4 Jahre, 2600 Gehalt, Bonus bei Tore 5%. Freut sich bald in unserem Training teilzunehmen. 60er Stürmer. Verfügbares Gehalt wird stark reduziert, aber Transferbudget bleibt bestehen. Das heißt, wir können ein bisschen Geld rüber transferieren vom Transferbudget auf das Gehaltsbudget. Und dann können wir weiterhin gute Gehälter ausschütten. Das ist nicht das Problem. So, zum Teammanagement. Ne, wollen wir jetzt nicht hin. Passt. Angebot akzeptiert, passt. Scout-Abschlussbericht Harry Chapman. Blickt das hier nicht. Gebe ich offen zu. Ich blick das hier überhaupt nicht. Wir haben hier einen 49er LM. Wo ich mir wirklich überlegen könnte, den zu nehmen und zu verpflichten. Also unter 20 Jahren mit einem Potenzial, was höher ist, sollen wir ja verpflichten. Ich gucke nochmal. Verpflichten Sie einen Jugendspieler in derselben Saison, in der er gescoutet wurde, für die Profimannschaft und sorgen für einen Einsatz für 5 Spieler. Das könnten wir sogar hinkriegen mit dem. Weil das ist eine Position, wo ich sage, die Position ist interessant. 49 ist jetzt nicht so schlecht, dass ich ihn gar nicht spielen lassen könnte. Er hat eine gute Beweglichkeit, er hat eine gute Sprintgeschwindigkeit. Den Rest können wir ihn trainieren, dann wird er eh stärker. Und ich meine, der hat ein Potenzial von 65 bis 89. Das ist höher als der Durchschnitt der Mannschaft. Länger wie 3 Jahre geht nicht. Schade. Mannschaftsrolle. Keine Angabe. Obwohl er eigentlich Rotationsspieler ist. Sporadischer Spieler. Ne, wir machen keine Angabe, da haben wir uns nicht verquatscht. So, da haben wir dem ein Angebot gemacht. Das wäre der erste Jugendspieler, gescoutet, höheres Potenzial und Entwicklungsmöglichkeiten. Puh. So, das nächste Spiel steht an. Und was die kommende Partie angeht, für das nächste Spiel gesehen und festgestellt, dass ich auf der Bank sitze. Ich habe in letzter Zeit gut gespielt, ich würde gerne weiter... Alter, muss ich da die ganze Zeit immer alles anpassen? Ich wollte das doch jetzt eh erst machen. Natürlich wird die Mannschaft vom Spiel angepasst. Das ist die Ersatzelf, die hier auf dem Platz steht. Wir haben hier zum Beispiel einen neuen Stürmer. Moment mal, wir haben einen linken Mittelfeldspieler, Molineux. Wir brauchen einen rechten. Jetzt habe ich einen linken verpflichtet. Ja, macht ja aber nichts. Starten wir mal mit dem rein. Das ist nicht die Ersatzelf. Was habe ich denn gedacht? Wieso denke ich, das ist die Ersatzelf? Das ist definitiv die Einsatzelf. Wir haben auch kein RV, sehe ich gerade. Ja, also sehr abenteuerlich hier.
Ich glaube, ich weiß selbst nicht so genau, was ich hier mache. Das ist, wenn ich ehrlich bin, bin ich gerade total verwirrt. So, lassen wir es gut sein. Haben wir Molyneux aufgestellt. Damit können wir die Mail bearbeiten und löschen. Bedankt er sich hinterher, dass er spielen durfte. Auch gut. So, den Stürmer haben wir gekriegt, den haben wir auf die Bank gesetzt. Ist eigentlich auch ein Fauxpas. Balance, Ausdauer, Sprintgeschwindigkeit. Den können wir eigentlich für Stockton erstmal auf den Platz stellen. Beziehungsweise den bringen wir von der Bank. Das ist das erste Spiel. Wir fangen erstmal mit denen an, mit denen wir uns auskennen. Würde ich mal so sagen. So, gucken wir gerade nochmal hier durch. Ob noch irgendwie was ansteht, was ich übersehen habe. Weiß nicht, irgendwie suche ich noch einen geilen RM für uns. Einen, den wir uns leisten können. Und der ein bisschen was taucht. Finden wir, glaube ich, aber nicht wirklich. Na, alles Leute, die gescoutet werden. Ja, manche werden da auch gar nicht mehr gescoutet, weil ich irgendwie nicht genau weiß, wo ich das überhaupt alles mache. Ich glaube, das mache ich alles mal offscreen gleich weiter, dass wir das hier nicht alles so in der Folge machen. Weil wenn ich so auf die Uhr gucke, ey, 37 Minuten, ja, und wir haben kein einziges Spiel gemacht, wir haben nur Kram eingestellt. Und dabei startet die Saison jetzt. Also wenn ich das Ganze cutte, habt ihr 2 Folgen, wo ich nur in Menüs rumklicke und mich beschwere, dass ich nichts finde. Das ist natürlich auch super. Ja, muss ich mal gucken, wie ich das Ganze mache. Vielleicht kommt doch alles am Stück. Große Planungsrunde, sozusagen. Und ich hätte ja schon ganz gern gewusst, ob der Jugendspieler den Vertrag annimmt oder nicht und die erste Mannschaft kommt. Werden wir dann vermutlich im Laufe der nächsten Tage erfahren. Und ja, das Spiel mache ich natürlich auf jeden Fall selbst. Also sprich gegen Portsmouth. Und das sehen wir in der nächsten Folge, die dann entweder die übernächste ist oder die nächste. Ich bin raus. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wünsche euch noch viel Spaß hier auf YouTube. Noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.